Ja, wenn. Wenn ich vom Schlafen aufstehe, was ist hier? Guck ich heimlich Fernsehen. Oh. So Mama, wenn du das liest. Ja, mein Bruder macht's auch immer. So, und jetzt lese ich einfach mal ein Geheimnis aus dieser Box vor. Bin ja mal gespannt, was es hier so auf sich hat. Ich trage ein Trauma in mir. Ich schaue in meine Kindheit und erkenne das kleine Kind, das sich so sehnt, gesehen und geliebt zu werden. Ich mache kleine Schritte und übe täglich, das Trauma zu überwinden. Für das kleine Kind. Mein erster Gedanke war, ups, ich wollte was ganz Ähnliches schreiben. Das war mein erster Gedanke. Ich glaube, dass man am Ende auf sich allein gestellt ist. Dass Menschen kommen und gehen, keiner bis zum Ende bleibt. Weshalb ich jeder Freundschaft misstrauisch gegenüber bin, es mir jedoch nicht anmerken lasse. Den ersten Satz würde ich sagen, absolut richtig. Der zweite Satz ist auf alle Fälle, dass keiner bis zum Ende bleibt, auch meine Meinung. Das andere, gegenüber jeder Freundschaft misstrauisch zu sein, finde ich schade, weil man dadurch keine Freundschaft mehr schließen kann. So. Mein Geheimnis. Ich habe mir als etwa 6-jähriges Kind geschworen, nie wieder einem Menschen emotional nahe zu kommen. Dieses traumatische Erlebnis, das durch einen Umzug ausgelöst wurde, trage ich bis heute bei mir. Den Schwur habe ich bis heute, bis auf eine Ausnahme, nie gebrochen. Ja, also einem Menschen nicht so emotionell nahe zu kommen, fände ich ein bisschen schwieriges, weil wir Menschen miteinander leben müssen und aneinander immer dran nahe kommen sollen. Also der Mensch ist so als sozusagen ein soziales Wesen und deshalb finde ich das ein bisschen schwieriger, mich an dieser Stelle dieser Person zu stellen. Das ist ein bisschen schwieriges für mich. Es fällt mir schwer, sichtbar zu werden, mich zu trauen, das zu tun, was mich glücklich macht, und meistens stehe ich mir selbst im Wege. Ich traue mich nicht, weil ich Angst davor habe, was andere darüber denken. Es ist wirklich nachvollziehbar. Also es könnte wahrscheinlich auch ich geschrieben haben. Ich sage immer nur, du hast halt so ein Leben. Mach's einfach. Obwohl es nicht leicht ist, ja. Ich habe immer das Gefühl, andere Menschen passen besser zu meinem Partner als ich selbst. Es macht mich traurig und es ist anstrengend, mich ständig zu vergleichen. So. Also das ist natürlich kein gutes Gefühl. Kann tatsächlich sein, dass er der falsche Partner ist in dem Fall. Oder die Person, die das geschrieben hat, finde ich, müsste vielleicht ein bisschen mehr an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten. Nur auf Dauer kann das einfach nicht klappen, halt, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man für einen anderen nicht gut genug ist. Muss da definitiv etwas geschehen. Also auf Dauer kann das einfach nicht funktionieren. Ja, finde ich traurig, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht mal so sehr eine Ausnahme heutzutage. Ja, ich kann dem Menschen, der das geschrieben hat, nur viel Glück wünschen und wie gesagt, hoffe, dass es an seinem Selbstbewusstsein arbeitet und nicht mehr diese Gedanken hat. Also, hier steht, als ich Kind war und bis heute wurde ich zu viel verwöhnt, sodass ich heutzutage ein schwaches Selbstvertrauen habe.
Ich würde meine Kinder eher tun lassen, was sie wollen und erst später darüber sprechen. Und ich finde, es ist eigentlich ich finde, das Geheimnis wurde schon von einer sehr reflektierten Person geteilt, weil ja quasi schon so der Ratschlag oder so der Verbesserungsvorschlag dabei steht. Aber ja, ich denke, es ist wichtig, auch mal vielleicht selbst ja, sich irgendwie aus seiner Komfortzone herauszubewegen und so ein bisschen versuchen, selbst was zu schaffen oder irgendwie so quasi so Selbstbewusstsein von innen aufzubauen und nicht nur durch die Wertschätzung von anderen und das Verwöhntwerden von anderen. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.